Moin Moin, ich habe auf dem Gerät hier gerade ein Projekt mit dem vielsagenden Titel Sound 1 wiedergefunden. Ich schätze, ich habe damals zum Kennenlernen erstmal versucht, ein paar Sounds selbst zu erstellen und bin an der Stelle, die gerade zu hören war, stehen geblieben. Das ist noch ziemlich rudimentär, aber irgendwie habe ich gerade bei der Idee und dem Sound und dem Tempo Lust bekommen, weiterzumachen und versuche mal die einzelnen Schritte auf dem Weg des Beatmakings, Komponierens, Songwritings, wie auch immer man das jetzt nennen will, zu zeigen. Nächster Schritt, Bassdrum Nummer 2. Ich mache davon gleich mal ein Foto. Also, die zweite Bassdrum spielt auf 2 Unde und 4 Und. Die ist ein bisschen höher, ein bisschen kürzer, hat nicht so viel Wumms, aber die füllt, finde ich, dieses rudimentäre Pattern ganz schön auf. Nächste Haltestelle ist dann wohl ein Backbeat. Okay, ganz klassisch auf 2 und 4. Das klingt alles sehr digital mit dem Gerät, aber irgendwie gut. Und ich glaube, ich habe jetzt schon die Idee, dass dazu eine Soxbox ganz gut passen wird. Aber erstmal geht's weiter. Wir brauchen noch ein paar hohe Elemente und irgendwie noch was um die Snare rumspielt. Drumherum spielen trifft es nicht ganz. Das Instrument, was hier Clap heißt, doppelt einfach die Snare auf Zählzeit 4. Klingt ein bisschen heller und ein bisschen länger und weiter mit einem hohen Instrument. Sehr schön. Die große Frage ist nur, ist es ein Shaker oder ist es ein Ride-Becken oder irgendwas dazwischen? Das Spannende an der Kiste hier ist, es geht offensichtlich hauptsächlich darum, irgendwie so Sweet Spots zu finden. Man dreht hier hauptsächlich mit den Drehreglern an Zahlenwerten und hier zum Beispiel ist die Filterfrequenz bei 121 sehr gut und bei 122 gefällt sie mir schon nicht mehr. Und das Gute ist, ich finde, jeder Sound alleine klingt ein bisschen seltsam, künstlich, aber zusammen ist das total homogen und passt gut zueinander. Was fehlt noch? Hi-Hats haben wir noch. Mal gucken, was wir damit machen. Ein Hi-Hat-artiges irgendwas ist gefunden. Ich habe das jetzt gerade sehr leise gemacht. Sozusagen als Ghost nur zu dieser Hauptrassel. Ein bisschen zu laut wäre es so. Spielt eigentlich nur auf 2 Sechzehntel Offs im Takt und gibt dem Ganzen noch irgendwie so ein bisschen mehr Bewegung. Womit geht es jetzt weiter? Die Soxbox hatte ich versprochen. Jetzt brauchen wir vielleicht noch was das Gerät steuert. In welcher Tonart sind wir eigentlich? Des, eine seltene Tonart. Aber das lassen wir so, weil das sich so entwickelt hat. Hätten wir auch einfacher haben können. Ah, das könnte eine Basslinie sein. Ja. Kurz aufnehmen. Und noch mehr Kabel holen. Yes, okay. Jetzt die ganzen Ideen aufnehmen. Es gibt jetzt ein paar mehr Basslinien und Formteile. Das bewegteste von allen ist dieses. Die 1 fehlt.
bisschen weniger. Dann gibt es noch so eine Art Bridge. Kann aber auch sein, dass das viel zu viel wird. Bisschen mehr Pause. Okay, das sind verschiedene Basslinien und Formteile. Und jetzt fehlt noch irgendwie so eine Art Harmonie oder Gegenstimme. Und noch besser klingt es mit einer Melodie obendrauf und die findet sich am besten mit dem Instrument in der Hand. Jetzt nochmal langsam. Und um noch eine Alternative zu haben, vielleicht was mit weniger Tönen und mehr so einem rhythmischen Riff. Auch den nochmal langsam. 1, 2. Und mit dem Dingens hier kann man das Saxophon verdoppeln und verdreifachen. Das Tolle an dem Chaos-Pad ist nämlich, man kann damit nicht nur einen Saxophonsatz erstellen, sondern man kann ihn auch gleich wieder kaputt machen. Zum Beispiel so. Es gibt ein Drum-Pattern, eine Basslinie, ein Pad-Sound, Effekte, Melodien und Gegenstimmen. Das alles noch mit Variationen. Und jetzt fehlt noch eins, nämlich ein Plan für ein Arrangement. Und wenn der grobe Plan steht, dann wird es, glaube ich, Zeit, ein bisschen Musik zu spielen.